Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute geht es wieder um 10 Reihen, die ich nicht weiterlesen werde. Das Thema Buchreihen ist so eine kleine Hassliebe bei mir. Einerseits liebe ich es, Reihen zu lesen, andererseits hasse ich es auch, weil ich fange eine Reihe nach der nächsten an, aber ich lese einfach keine zu Ende. Ich habe ungelogen über 120 angefangene Buchreihen. Ich habe das gezählt, aber ich werde nicht alle davon zu Ende lesen, denn um Reihen, die mir nicht wirklich gefallen, krampfhaft zu Ende zu lesen, ist mir meine Zeit einfach zu schade. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video gemacht, in dem ich 10 Reihen vorgestellt habe, die ich nicht weiterlesen werde, und heute gibt es die Fortsetzung dazu. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob es euch bei einigen dieser Reihen vielleicht ähnlich ging oder ob da doch eine Reihe dabei ist, von der ihr sagt, Pia, die musst du doch unbedingt zu Ende lesen. Also, ich freue mich von euch zu hören und auch nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Wer meine Videos schon ein bisschen länger schaut, der weiß vielleicht, dass ich nicht so wirklich was mit dem Genre New Adult anfangen kann. Trotzdem zieht es mich aber magisch immer wieder zu diesen Büchern hin. Ich weiß nicht, was es ist. Ich höre mir dann doch die Titel an oder lese sie, meistens jedoch ist es das Hörbuch, um dann wiederum festzustellen, nee, es ist halt wirklich nichts für mich. Wenn Donner und Licht sich berühren von Brittany C. Cherry war auch so ein Fall von mir, wobei ich da auch sagen muss, dass dieser Titel einer der wenigen war, der mir verhältnismäßig gut gefallen hat. Trotzdem ist es einfach nicht meins. Groß hat sich dieser Titel nicht von den anderen dieses Genres abgehoben, meiner Meinung nach. Ein Element, das mir hier aber sehr gut gefallen hat, das war das Thema Musik, das sich durch das komplette Buch gezogen hat. Und es geht hier um Elliot und Jasmine, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die sich aber trotzdem ineinander verlieben, eine kleine Beziehung anfangen. Dann verlieren sie sich aber doch aus den Augen und treffen sich viele Jahre später wieder. Sie merken aber schnell, dass da doch in den vergangenen Jahren einiges passiert ist und da einiges zwischen ihnen steht. Das Buch war okay für mich, also wie gesagt, im Vergleich zu anderen Titeln dieses Genres war es für mich schon verhältnismäßig gut, aber trotzdem, wie gesagt, mir ist meine Zeit zu schade, mich mit Büchern zu beschäftigen, die nur okay für mich waren, um da einfach weiterzulesen, einfach um eine Reihe zu beenden. Wobei ich hier auch nicht ganz genau weiß, bei den weiteren Titeln dieser Reihe, ich meine nämlich, da geht es nicht um die gleichen Protagonisten. Trotzdem werde ich da definitiv nicht weiterlesen. Ein Titel, den ich abgebrochen habe und der auch der Auftakt einer Reihe ist Game of Gold von Shelby Mahurin. Das ist eine Geschichte über Hexen und ich bin hier mit der Erwartung rangegangen, dass es mir mit Sicherheit gut gefallen wird, und ich habe das Ganze als Hörbuch gehört. Wie gesagt, ich liebe Bücher über Magie und über Hexen, ich lese das sehr, sehr gerne, und hier geht es nämlich um die Protagonistin Lou, die ihre magischen Fähigkeiten verstecken muss, da in der Welt, in der sie lebt, die Hexen auch verfolgt werden. Und ich fand hier halt auch so das Worldbuilding eigentlich ganz interessant. Das ist so eine französisch angehauchte Welt, in der Lou lebt, und es ist halt alles ganz anders. Es gibt die Hexenjäger und dann gibt es irgendwie die Oberhexe, vor der Lou auch irgendwie auf der Flucht ist, und so ganz habe ich das alles noch nicht so verstanden. Und ich kann aber auch nicht genau den Finger drauf legen, was mich hier so gestört hat. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es vielleicht daran lag, dass ich das Hörbuch gehört habe, in das ich einfach nicht so richtig reinkam. Vielleicht, wenn ich das Buch gelesen hätte, dann wäre es mir vielleicht nicht so ergangen. Ich weiß es nicht. Also ich bin ungefähr bis zur Hälfte gekommen und habe dann irgendwann gedacht, nee, also irgendwie ist das nix, und habe das Ganze dann abgebrochen. Vielleicht lag es aber auch so ein bisschen an der für mich sehr vorhersehbaren, sich anbahnenden, verbotenen Liebe. Ich weiß es nicht, es war einfach nicht meins. Ich habe, wie gesagt, das Buch abgebrochen und werde auch da definitiv nicht weiterlesen.
Eine sehr große Enttäuschung für mich war Die 3 von Sarah Lotz. Das Buch habe ich letztes Jahr im Herbst in einem YouTube-Video gesehen und ich war extrem angefixt und habe gedacht, boah, das klingt so gut, das klingt so spannend, das muss ich lesen. Ich bin direkt in die Bibliothek gestiefelt, habe mir das Buch ausgeliehen und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich mir das Buch nur ausgeliehen habe und nicht gekauft habe, denn es konnte mich leider nicht wirklich vom Hocker reißen. Es geht hier darum, dass am gleichen Tag 4 Flugzeuge abstürzen. Ein Tag, 4 Flugzeuge, alle stürzen ab. Dieser Tag geht als schwarzer Donnerstag, glaube ich, in die Geschichte ein. Und das Besondere daran ist, ich meine, mal davon abgesehen, dass das sowieso schon an sich eine sehr spezielle Situation ist, aber das noch Besonderere daran ist, dass es tatsächlich Überlebende gibt. Und zwar sind das 3 Kinder. Und eigentlich hätte niemand diesen diese Flugzeugabstürze überleben können. Aber tatsächlich 3 Kinder haben überlebt und auch so gut wie unversehrt. Da das Ganze an ein Wunder grenzt, bekommt das alles natürlich auch sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit und diese Kinder kehren dann zu ihren Verwandten. Und irgendwie merken die Verwandten sehr schnell, dass irgendwas mit diesen Kindern so ein bisschen komisch ist. Eine hinterlassene Sprachnachricht einer anderen Insassin eines der Flugzeuge, die sie aufgenommen hat, kurz bevor sie gestorben ist, gibt dem Ganzen dann auch nochmal eine sehr schwerwiegende Bedeutung und es werden sehr schnell einige Theorien laut. Was ich hier cool fand, das war, dass das Buch aufgebaut war wie eine Art Dokumentation. Es waren Zeitungsartikel, Interviews, E-Mails, dadurch wurde die Geschichte erzählt. Es gibt ja Leute, die das nicht so gerne mögen, aber ich fand das echt ganz cool. Aber ich muss sagen, dass die Handlung mich einfach überhaupt nicht abgeholt hat. Mir hat einfach die Spannung gefehlt. Also ich bin mit der Erwartung in dieses Buch angegangen, dass ich mich beim Lesen also wirklich fast so ein bisschen gruseln werde. Und das ist halt irgendwie komplett ausgeblieben, muss ich sagen. Deswegen war ich da wirklich sehr enttäuscht von. Und was das Ganze jetzt als Reihe ausmacht, also so wie ich es verstanden habe, kann man das halt auch als Standalone lesen. Aber es gibt noch ein weiteres Buch, das heißt dann, meine ich, Die 4 oder sowas. Und das Ganze spielt dann auf einem Kreuzfahrtschiff. Also die Handlung ist eigentlich eine ganz andere. Das Ganze wird aber trotzdem als Teil 2 deklariert. Deswegen denke ich, dass die Bücher irgendwie schon miteinander in Zusammenhang stehen. Weiß ich nicht. Muss sagen, obwohl sich der Klappentext des zweiten Teils sehr, sehr spannend anhört, muss ich da aber sagen, dass ich aus Angst, noch einmal so enttäuscht zu werden, dann nicht weiterlesen werde. Vor einiger Zeit habe ich einen Reading-Vlog hochgeladen hier auf diesem Kanal, in dem ich die ältesten Bücher meiner Wunschliste gelesen habe. Und eins dieser Bücher, die ich da gelesen habe in dem Video, war Renegade Tiefenrausch von J.A. Souders. Beim Lesen und auch nach Beenden dieses Buches dachte ich tatsächlich, dass das Ganze ein Einzelband sei. Aber eine kurze Recherche hat dann doch ergeben, nee, stimmt nicht. Das Ganze ist doch der Auftakt einer Reihe oder Trilogie. Ich weiß es nicht genau. Ins Deutsche übersetzt wurde allerdings nur der erste Band und ich muss sagen, das ist so eine ganz klassische Dystopie und war einfach überhaupt nichts Besonderes für mich. Ich fand hier allerdings den Aspekt, dass die Protagonistin Evie unter einer großen Glaskuppel am Grund des Meeres lebt, super spannend. Das war so den Aspekt, warum ich das Buch auch damals vor vielen, vielen Jahren auf meine Wunschliste gesetzt habe und dann jetzt vor einem Jahr ungefähr dann endlich auch mal gelesen habe. Letztendlich war aber die eigentliche Handlung nicht wirklich was Besonderes. Also wie gesagt, so ganz klassische Dystopie für Jugendliche. Evie, die in ihrer Bubble irgendwo lebt und dann aber irgendwie mitbekommt, dass doch nicht alles so ist, wie es scheint oder wie sie immer gedacht hat. Es gibt bessere Dystopien und wie ich schon gesagt habe, ich habe sogar nach Beenden dieses Buches gedacht, okay, damit ist die Geschichte jetzt beendet und für mich ist sie jetzt so auch beendet. Es geht anscheinend noch weiter, aber ich finde, man kann das auch so als Einzelband lesen und genauso werde ich es auch handhaben, weil, wie gesagt, es gibt bessere Dystopien. Die nächste Reihe ist vielleicht eher unbekannt und auch ich habe sie vor vielen, vielen Jahren gelesen und hatte eigentlich auch immer vor, da weiterzulesen, weil mir der Auftakt dieser Reihe eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Das Buch heißt Demi-Mond, Welt außer Kontrolle von Rod Rees. Hier ist es so, es gibt eine Computersimulation, die vom Militär dafür genutzt wird, den Worst Case zu trainieren. In dieser virtuellen Welt, der Demi-Mond,
wurden so die grausamsten Gestalten der Geschichte, unserer Geschichte, ja, erneut zum Leben erweckt. Dementsprechend herrscht dort ein ziemlich raues Klima, so kann man es, glaube ich, nennen. Keine schöne Umgebung, muss man sagen. Und wie gesagt, das Ganze ist eigentlich für Trainingszwecke. Irgendwie passiert es dann aber, dass dieses Computerprogramm ein Eigenleben entwickelt. Und letztendlich ist es so, dass dann die Tochter des Präsidenten in dieser Demi-Monde gefangen gehalten wird. Die muss natürlich befreit werden und darum geht es in diesem Buch, beziehungsweise in dieser Reihe. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe nur den ersten Teil gelesen und den fand ich extrem gut. Also ich fand das super spannend, das weiß ich noch. Also das war wirklich so ein Buch, das ich damals nur so verschlungen habe. Deswegen war damals für mich auch klar, dass ich das unbedingt weiterlesen muss und habe mir den zweiten Teil schenken lassen, der immer noch auf meinem Sub liegt. Mein Problem ist halt jetzt mittlerweile, dass ich definitiv Teil 1 ein weiteres Mal lesen müsste, bevor ich Teil 2 lese. Und die Muße dafür habe ich einfach nicht. Die Frage ist halt, werde ich sie jemals haben? Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, Teil 2 dieser Reihe von meinem Sub zu entfernen, aber noch nicht auszusortieren, sondern erstmal ungelesen in mein Regal zu stellen, damit es nicht mehr auf dem Sub liegt. Und vielleicht überkommt mich irgendwann ja doch noch die Lust, da weiterzulesen. Problem bei dieser Reihe ist auch, dass ich glaube, dass auch Teil 3 und 4 nicht mehr ins Deutsche übersetzt wurden. Wenn ich die komplett beenden wollen würde, müsste ich da sowieso auf Englisch weiterlesen. Apropos, was ich hier bei dieser Reihe überhaupt nicht verstehe, ja, im Englischen haben Teil 1, 3 und 4 den Untertitel Winter, Summer und Fall, aber Teil 2 hat den Untertitel The Shadow Wars. Warum nicht Spring? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Der Übergang von Justin Cronin war eine Weile in aller Munde, beziehungsweise in sehr, sehr vielen Videos auf Booktube zu sehen. Und auch ich war extrem angefixt von dieser Geschichte. Sie lag dann allerdings ziemlich lang bei mir auf dem Sub. Das ist ein Science-Fiction- bzw. Horrorroman, in dem es darum geht, dass ein Experiment schiefgegangen ist, in dem versucht wurde, Menschen unsterblich zu machen. Das ist so richtig nach hinten losgegangen und seitdem ist die Welt nicht mehr so, wie sie mal war. Ich habe dieses Buch ungefähr 2015 gelesen und hier geht es mir ähnlich wie bei Demi-Monde. Ich müsste den ersten Teil noch einmal lesen, bevor ich zu Teil 2, ich glaube, der heißt Die 12, greifen kann, weil es ist einfach zu wenig bei mir hängen geblieben. Nun ist es aber so, dass man so einen 1000-Seitenbrecher nicht mal eben noch ein zweites Mal liest. Zumindest ich nicht. Ja, Notiz an mich selbst, Bücher einer Reihe flott hintereinander lesen, damit nämlich genau das nicht passiert. Young Sherlock Holmes von Andrew Lane war für mich eine Reihe, die sich so gut angehört hat. Hier wird die Jugend des berühmten Genies Sherlock Holmes erzählt, beziehungsweise wie er seine allerersten Fälle löst. Und ich fand diese Idee einfach so cool und wollte das unbedingt lesen. Habe ich dann auch. Ich habe mir den ersten Teil gekauft, angefangen zu lesen und irgendwie schon mittendrin bemerkt, dass mir hier einfach irgendwas fehlt. Das Buch hat mich leider überhaupt nicht abgeholt und ich fand die ganze Geschichte eher so ein bisschen lahm. Deswegen habe ich da dann auch ziemlich schnell beschlossen, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen werde und habe das Buch auch schon vor langer, langer Zeit aussortiert. Sehr schade, war eine richtig coole Idee, aber einfach nicht meins gewesen. Aber ich habe mich nach Beenden des ersten Teils dazu entschlossen, mal das Original zu lesen, also Sherlock Holmes. Ist bis heute nicht passiert, aber ich habe eine sehr, sehr schöne Schmuckausgabe hier zu Hause stehen. Ja, könnte ich mal reinlesen. Sehr ähnlich ging es mir mit der Reihe Skullduggery Pleasant von Derek Landy. Das ist sehr lange her, dass ich da angefangen habe zu lesen. Das muss so zu Anfangszeit meines Blogs gewesen sein. Das war vielleicht so 2012, dass ich das gelesen habe. Damals habe ich von der Reihe gehört und ich war so angefixt, dass ich gedacht habe, das muss ich lesen. Und ich habe mir damals direkt Band 1 bis 4, glaube ich, gekauft. Letztendlich habe ich, Teil 1 und Teil 2 gelesen und dann aber aufgehört zu lesen.
Ich fand die Idee hier total cool, so ein sprechendes Skelett, das mit der Protagonistin zusammen mysteriöse Fälle löst. Aber irgendwie hat es mich dann einfach nicht mehr gereizt, die nächsten Bände in die Hand zu nehmen. Ich habe sie deswegen irgendwann aussortiert und ich habe eben mal nachgeguckt. Ich war total überrascht, als ich dann eben gesehen habe, dass es mittlerweile 14 Bände dieser Reihe gibt. Und wenn ich bis jetzt diese Bände noch nicht aussortiert hätte, Band 1 bis 4, hätte ich das dann spätestens jetzt gemacht, weil 14 Bände, nee, also so viel hätte ich eh nicht gelesen. 2 habe ich noch, 2 Reihen, deren Auftakt ich leider einfach grottig fand. Und das erste ist der Auftakt der Chaos Walking Trilogie von Patrick Ness. Ich habe vor einigen Jahren den ersten Teil, The Knife of Never Letting Go, auf Englisch gelesen und es war überhaupt nicht meins. Hier geht es um Todd und Todd ist der letzte Junge in seinem Dorf. Er lebt in einem Dorf oder beziehungsweise in einer Welt, in der es keine Frauen mehr gibt. Und er ist sozusagen der Jüngste und was hier auch ganz besonders ist, dass jeder die Gedanken von jedem hören kann. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Geheimnisse voreinander. Todd findet dann aber eines Tages einen sehr rätselhaften Ort, an dem es wirklich komplett still ist. Also man hört gar nichts, keine Gedanken von irgendjemandem. Und zweitens trifft er dort auf ein Mädchen, das es ja eigentlich gar nicht geben dürfte. Die Bücher wurden vor nicht allzu langer Zeit verfilmt und im Zuge dessen wurden die Bücher auf Deutsch auch noch einmal neu aufgelegt. Aber ich muss hier sagen, dass ich mit dem Schreibstil überhaupt nicht zurechtkam. Weil es ist hier so, dass die Gedanken der anderen, die Todd hört, ständig aufploppen, ständig wiedergegeben werden. Und das sind nicht nur Gedanken von Menschen, das sind nämlich auch Gedanken von Tieren. Und wie man sich vorstellen kann, sind diese Gedanken halt auch sehr wirr. Und das hat mich einfach vollkommen genervt beim Lesen. Ich habe mich durch Teil 1 gequält. Ich hatte die Bücher alle zu Hause. Ich habe sie damals alle zusammen auf Englisch gekauft, weil ich einfach so viel Positives darüber gelesen habe und gedacht habe, boah, okay, dann muss es ja gut sein. Und habe sie dann aber letztendlich alle auch wieder verkauft. In den Film schaue ich aber vielleicht mal rein, weil mich da das mit den aufploppenden Gedanken vielleicht gar nicht so sehr stört. Und irgendwie frage ich mich ja doch jetzt, ob es nicht doch die Geschichte an sich vielleicht doch ganz gut wäre. Vielleicht ist der Film dann für mich einfach eher geeignet. Und das letzte Buch ist schon fast ja so eine Art Klassiker der Fantasy-Literatur und zwar Eragon von Christopher Paolini. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren gelesen, weil ich dachte, ja, das muss man gelesen haben und muss aber auch sagen, dass Drachen, um die es ja hier in diesen Büchern geht, einfach nicht so, ist irgendwie nicht so meins. Deswegen weiß ich nicht genau, warum ich überhaupt damit angefangen habe zu lesen. Aber ich dachte halt, okay, man hört so viel Positives darüber, dann muss es ja irgendwie gut sein. Aber ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Es geht hier um Eragon, der halt eines Tages ein Drachenei findet. Eragon ist dann daraufhin ein sogenannter Drachenreiter und alle Drachenreiter sollen sich aber dem König unterwerfen. Eragon möchte das aber nicht und schließt sich dem Widerstand an. An den Inhalt des Buches kann ich mich gar nicht erinnern. Es ist aber auch echt schon über 10 Jahre her, dass ich das gelesen habe und habe aber auch nach Beenden des Buches halt ziemlich schnell für mich beschlossen, dass ich das definitiv nicht weiterverfolgen werde. Diese Reihe ist halt einfach nicht meins. Ja, deswegen für mich ein ganz klares Nein zur Eragon-Reihe. Falls ihr eine sehr bekannte und beliebte Reihe habt, die ihr angefangen habt zu lesen, die euch aber überhaupt nicht zugesagt hat und ihr deswegen nicht weiterlesen werdet, interessiert mich sehr. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend. Bis dann. Tschüss.